Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich hatte ja vor 2 oder 3 Tagen euch gezeigt, dass das Expeditions-Event ein bisschen überarbeitet worden ist. Es wurde genervt, es wurde ziemlich krass reduziert, was das Goldeinkommen anging. Einen Tag danach, ja, wo ich das Video schon geuploadet habe, wurde am selben Tag das Ganze schon wieder zurückgenommen. Es wurde ja, das ist immer so ein bisschen Anfang, wo das Ganze gestartet hat. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber nochmal hier im Video nochmal erwähnt haben. Falls ihr das nicht irgendwo mitbekommen hattet, ich hatte es auf Twitch zum Beispiel auch schon mal angesprochen im Livestream. Es wurde ja quasi das Expeditionsevent released, ja, dann wurde nach einer Woche oder so festgestellt, dass das Goldeinkommen dafür sorgt, dass der Spielerfortschritt der Spieler zu schnell vorangeschritten ist. Ja? Und darüber haben sich wohl sehr, sehr viele Spieler auch beschwert gehabt. Ich hatte es nicht wirklich mitgekriegt gehabt und hatte da einfach dann nur so mein Video dann dazu aufgenommen. Und dann kam dann Player Games den nächsten Tag mit einem Umschwung und die haben dann nochmal ein kleines Statement dazu rausgehauen, sodass quasi die Zurücknahme der Gold-Cap-Anpassung dadurch erfolgt ist. Das heißt, es ist jetzt alles so wie vor dem Nerf, nur jetzt kommt der Plot-Twist, ja, dadurch, dass sie ja diesen Nerf erst ausgerollt haben, haben sie sich ja damit gerechtfertigt, dass der Spielerfortschritt zu schnell damit einherging. So, das Ganze wurde jetzt halt wieder zurückgenommen, weil es zu viele Beschwerden aus der Community gab. Also okay, alles so wie vorher. Aber es ist nicht alles so wie vorher. Denn das Gold Cap wurde tatsächlich nochmal erhöht. Also es ist nicht so wie vorher, man bekommt quasi noch mehr Gold, als man es vorher schon bekommen hatte, bevor der Nerf raufgespielt worden ist auf die Server. Und das geht in meinen Kopf, muss ich sagen, nicht ganz rein. Also die Argumentation, okay, der Spielerfortschritt ist so schnell gut, ja, kann man auch irgendwo vielleicht nachvollziehen, weil es ist ja wirklich extrem viel Gold, was da zustande kommt bei den Expeditionen. Dann auf die Community zu hören und sagen, okay, ja, ist ein nicer Schritt auf jeden Fall, ein nicer Step, dass sie da dann so auf die Community eingehen und sagen, jo, haben da auf jeden Fall euch verstanden, gut, nehmen wir wieder zurück. Ne? Die wollen ja auch irgendwo mit uns zusammenarbeiten, ist auch sehr, muss man wirklich mal so sagen, an der Stelle muss man mal den Hut ziehen, das macht nicht jede Firma so, dass die so auf Feedback eingehen. Und aber wie gesagt, was ich mich frage ist, und das werde ich euch gleich nochmal zeigen hier in dem Expeditionsevent, das Goldcap ist jetzt nochmal höher als vorher, als es ursprünglich gewesen ist. Und das geht mit der Aussage nicht d'accord, finde ich, dass der Spielerfortschritt zu schnell sein soll. So, ich zeige es euch gleich. Aber wir lesen uns das erstmal ganz kurz durch. Wir möchten uns herzlich bei euch allen für das umfangreiche und konstruktive Feedback bedanken, das ihr uns in Bezug auf die gestrige Änderung des Goldcaps zukommen lassen habt. Wir haben eure Rückmeldungen ernst genommen und sie haben zu einer intensiven internen Diskussion geführt. Nach sorgfältiger Abwägung des Für und Widers eurer Argumente haben wir entschieden, den Goldcap wieder auf das ursprüngliche Niveau anzupassen. Wir erkennen an, dass unsere ursprüngliche Entscheidung eine Fehleinschätzung war und dass die Änderung weitreichende Folgen für einen Großteil von euch hatte, als wir angenommen hatten. Es ist uns wichtig, aus unseren Fehlern zu lernen und offen zu kommunizieren. Wir möchten uns bei euch dafür entschuldigen, dass wir die Auswirkungen dieser Änderung auf euer Spielerlebnis nicht vollständig berücksichtigt haben. Wir sind dankbar für eine Community, die aktiv Feedback gibt und uns unterstützt, das Spielerlebnis für jeden zu verbessern. Die Umstellung auf das ursprüngliche Goldcap wird in Kürze erfolgen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch weiterhin ein faires und unterhaltsames Spielerlebnis zu schaffen. Ja, also ist auf jeden Fall alles perfekt, alles richtig, alles cool. So, jetzt möchte ich euch aber ganz kurz mal anhand des Beispiels, ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier auch gleich eine Kiste irgendwie zusammen. Ja, da haben wir schon eine. Und zwar, wenn man jetzt hier die Kiste aufmacht, dann sieht man bereits hier ursprünglich, bevor der Nerf raufgespielt worden ist, hat diese Kiste mir 121 Millionen Gold gegeben. Ich glaube so irgendwie 121,9 oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das kann man in den ursprünglichen Videos noch besser nachvollziehen.
irgendwas um die 120er. Es gibt jetzt einfach pro Kiste nochmal 10 Millionen mehr Gold, die man jetzt finden kann. Das heißt, das Goldcap wurde nochmal ein bisschen erhöht. Und die maximale Belohnung von der Abschlussquest, das heißt, wenn man die kompletten Begegnungen, 10 Begegnungen durchspielt hat, ist dann auch nochmal höher, als es ursprünglich der Fall gewesen ist. Und wie gesagt, ich habe nichts dagegen. Wir freuen uns alle über Gold, ne? Also ich will auch wirklich gar nichts sagen. Es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Mir gefällt es persönlich sehr gut. Noch mehr Gold ist halt noch geiler so, ne? Ich meine, wir freuen uns da alle drüber, ne? Also da kann ich wirklich auch nicht haten an der Stelle, muss ich sagen. Wäre Quatsch, wenn ich sagen würde, ja, nervt das bis ins Nirvana, so irgendwie. Ich fand es ja auch nicht gut, dass die das Ganze so zurückgenervt haben, dass es ja irgendwie noch gefühlt fast weniger gibt als das normale Alu-Questen, beziehungsweise vielleicht slightly mehr, ganz, ganz wenig, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist halt auch immer ein bisschen random. Natürlich hatte ich mich auch darüber gefreut, dass es so viel Gold gibt, ne? Ist natürlich klar. Aber ich konnte auch auf der anderen Seite irgendwo den Schritt nachvollziehen, dass, wenn man das jetzt übers Jahr betrachtet oder über 2, über 3, über 5, über 10 Jahre, dass der Spielerfortschritt viel zu schnell wird, sodass quasi eventuell eine kleine Anpassung nötig getan hätte, weil der Unterschied zum normalen Questen, wie wir es die ganzen Jahre gekannt haben, zu dem jetzigen Expeditionsevent, was ja wirklich nochmal, keine Ahnung, nochmal so viel ist, ne? Also ist das schon heftig, und ich konnte nachvollziehen, dass eventuell da was kommen könnte. Es kann auch immer noch in Zukunft was kommen, ne? Werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, so, ne? Aber ja, deswegen hatte ich das persönlich, und hier auch, ne? Hier gibt es auch mehr Gold bei diesen Ebenen. Deswegen hat mich das natürlich auch abgefuckt, weil ich natürlich auch eigentlich nicht mehr auf das Expeditionsevent verzichten möchte, alleine weil es schon so schnell geht und weil es so viel Gold gibt, und wenn das halt eben so extrem genervt worden ist, fand ich es halt schade irgendwo, auf jeden Fall. Aber ja, it is what it is, ne? Also wenn Playa Games das halt eben so einschätzt, dass über die Jahre halt der Spielerfortschritt zu schnell ist, dann muss da halt eben was passieren und angepasst werden, so, ne? Deswegen kann ich es jetzt nicht nachvollziehen, nach dem Feedback der Community, einfach das Goldcap nochmal höher zu schrauben. Also, ne, wie gesagt, alles cool. Ich finde es geil, dass Sie auf das Feedback hören. Ich freue mich über das Gold, ne, ich will überhaupt nichts sagen. Aber ich kann halt, vielleicht versteht ihr es, kann halt einfach nur diesen Gedankengang nicht nachvollziehen hiervon. Ne? Hier seht ihr es auch, es ist auch nochmal mehr Gold, als es vorher gewesen ist. Und vorher war so ungefähr, würde ich so mal grob einschätzen, wenn man nur das Expeditionsevent sieht, ohne irgendwelche anderen Einspielungen von, sagen wir, von Gegenständen verkaufen oder was weiß ich, Goldgrube abholen, oder, ne, wenn es auf Null ist, das Gold, ne, war es so vorher bei 2,6 Milliarden, was man bekommen hatte, im Durchschnitt. Jetzt liegt es wahrscheinlich noch höher, so bei 3 oder so, ne. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mal jetzt mein Gold auf Null machen sollen, damit man das besser gesehen hat, aber zum Beispiel auf dem Battlemage war es halt auch so gewesen, da hatte ich gestern im Livestream halt fast einen perfekten Run gehabt, und man kann wirklich so sagen, dass, wenn man wirklich einen perfekten Run hat, dass man pro 100 Abenteuerlust, die man halt hier verbraucht, also 300 insgesamt plus das 320, das Extrabier, ne, dass man pro diese 100er Quest wirklich knapp an 1 Milliarde Gold rankommt, ne? Und dann hat man eben 3 Milliarden Gold im besten Falle, wenn alles perfekt läuft, plus noch das 20. Bier, sodass man halt eben eventuell im Schnitt so circa bei 3 Milliarden auch landet pro Tag. Und das ist echt nicht wenig. Und das alleine nur durch die Expedition. Da rechne ich noch nicht das Verkaufen von Gegenständen mit dazu oder das Glücksrad oder die Goldgrube oder die Zeitmaschine, keine Ahnung, ne? Würfelspieler, alles Mögliche. Das ist schon ein extrem krasses Upgrade, was das Goldeinkommen angeht. Und das wurde jetzt halt eben nochmal erhöht, auf jeden Fall. Das finde ich krass. So, wir gucken mal. Ich habe leider nicht mehr. Ich hätte mal das Gold hätte ich mal wirklich verskillen sollen, bevor ich hier reingehe in die Quest. Kriegen wir noch einen Schlüssel irgendwie? Das wäre ja noch ganz cool. Nee, schade. Also hier haben wir leider heute wirklich Pech, muss ich sagen.
Das ist sehr, 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 sehr schade, aber auch alleine die Abschlussquest, die bringt schon wirklich extrem viel Gold, ne? Und dann musst ihr halt zusehen, dass ihr halt eben noch so irgendwie, ja, mehr oder weniger noch die 2 Kisten pro Run bekommt. Bei mir sieht es gerade ein bisschen mager aus. Es ist halt wirklich auch nach wie vor ein bisschen spekulativ, aber unterm Strich kann man halt wirklich sagen, dass dieses Expeditionsevent halt, ja, im Vergleich deutlich, 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 deutlich mehr Gold bringt als alles andere, was wir bisher so an Quests erlebt haben. Ne? 131 Millionen mal 2, ne? Und das auf 100 Abenteuer, kann man sich zusammenrechnen, was dann auf 320 Alu denn da zusammenkommt. Plus halt eben jedes Mal noch diese Abschlussquest, das Abschlussquest-Gold, was man bekommt hier. Ne? Das ist schon echt extrem. Und bei mir lief es jetzt wirklich gerade sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, gestern hatte ich einen guten Run auf meinem Battlemage gehabt im Stream. Und da sind wir auf, glaube ich, ein bisschen über 3 Milliarden gekommen. Ich glaube, so 3 Milliarden. Ja, und 50 Millionen oder ich weiß nicht ganz genau. War auf jeden Fall schon extrem heftig. So. Und ja, wie gesagt, hier haben wir jetzt ja schon mit ein bisschen Gold angefangen vor. Ich wusste jetzt leider nicht mehr ganz genau wie viel. Aber da hatte ich auch in fast jedem Run, hatte ich da fast 2 Kisten gehabt. Und das schon auf jeden Fall, das schon extrem, muss ich mal so sagen. Aber naja, wie gesagt, ich beschwere mich nicht, ist cool. Ich werde es weiterhin nutzen. Es ist halt nur schade, jeder, der jetzt halt eben nicht das Expeditionsevent auf Gold spielt, sondern auf XP oder die Free-to-Play-Spieler, das ist halt eben auch so der große Nachteil. Die Free-to-Play-Spieler sind halt durch dieses Expeditionsevent ein bisschen benachteiligt, weil man halt unterm Strich ein bisschen weniger Pilze auch bekommt und deswegen müssen die dann halt eben besonders abwägen, ob sie halt eben ja, das Gold mitnehmen wollen durch die Expedition oder sich dafür entscheiden, eventuell normal weiter zu questen, Gold liegen zu lassen und dann halt eben die Chance auf Pilze so ein bisschen zu erhöhen. Ich meine, man bekommt auch mal hier und da in den Quests auch mal, oder in den Expeditionen, in den Begegnungen, bekommt man auch mal die Möglichkeit, Pilze auszusuchen. Und wenn man so eine 100er ja, Alu-Quest spielt, dann bekommt man, glaube ich, auch, wenn man Glück hat, 4 Pilze mit einmal, was jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist für 100 Alu. Das ist, glaube ich, sogar sehr gut, weil ich glaube, im Schnitt bekommt man so 4 bis 5 Pilze als Free-to-Play-Spieler auf 320 Alu. Und das ist natürlich nicht verkehrt, aber die Anzahl, wann diese Pilze erscheinen, das ist wirklich relativ selten. Die Auswahlmöglichkeit ist relativ selten. Und deswegen ja, ist das auf jeden Fall für Free-to-Play-Spieler ein bisschen doof, auf jeden Fall. Da ist das Einzige, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht nicht so gut gelungen, aber ansonsten muss man wirklich so sagen, alleine auf dem Punkt mit der Zeitersparnis, die man hat und diesen extremen Goldvorteil, den halt eben das Expeditionsevent für einen einspielt, ist es quasi unverzichtbar, beziehungsweise auch nicht mehr denkbar, normal nochmal die Alu zu spielen, sondern man ist quasi wirklich als Goldspieler auch gezwungen, im High-Level-Bereich die Expedition auch wahrzunehmen. Ansonsten stehst du halt irgendwann hinten an. Ne? Da wirst du irgendwann abgehängt. Und ja, an alle XP-Spieler ist das natürlich auch so eine Sache. Da weiß ich nicht ganz genau, ob das auch so hinkommt mit mit der XP, ob es mehr, weniger oder gleich viel gibt. Das kann ich nicht ganz beurteilen. Ich würde sagen, weil wir es ja in der Vergangenheit festgestellt haben, dass es meistens immer ein bisschen mehr Gold gab, dafür aber ein bisschen weniger XP. Ja, das muss man auch dann ein bisschen evaluieren, ob sich das noch lohnt, für XP-Spieler das Expeditionsevent wahrzunehmen, selbst wenn man halt eben auf die Quest gehen sollte. Ne? Aber ich glaube, selbst für die XP-Spieler, die verlieren halt so extrem viele Stats auf die Goldspieler gesehen, dass sie wahrscheinlich trotzdem eventuell Expeditionsevent spielen und halt eben dann halt versuchen, mehr auf die Abschlussquest halt zu gehen, beziehungsweise auf die 3 Sterne, die sie halt eben bekommen, ab 40 Punkten.
und ja, das dann halt eben versuchen mehr zu priorisieren als eben diese 2 Kisten, diese in den jeweiligen Durchläufen, in den Begegnungen halt finden können. Ne? Ja, Leute, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ich wollte es euch, wie gesagt, oh Gott, Digga, werde hier schon wieder so angeblendet, ne? Sehe ich jetzt erst. Ich wollte es nochmal mit euch teilen, das Ganze hier, damit ihr da auch auf jeden Fall im Bilde seid, wie das ein oder andere Kunstwerk. Und ja, wie gesagt, vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht nicht, aber es wurde auch nichts hier in-game geschrieben, deswegen war es für mich auf jeden Fall nochmal klar, dass wir das Ganze hier auf YouTube, für die YouTube-Zuschauer hier auch nochmal dann mitteilen, dass jetzt alles wieder so wie vorher ist. Jo, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.